Hallo meine Lieben und willkommen zurück, falls ihr neu hier seid. Mein Name ist Barbie Breakout. Ich bin Drag Queen, Autorin, TV-Maus und auch seit 25 Jahren erfolgreiche Make-up-Artistin, Hair- und Make-up-Artistin. Das heißt, ich arbeite in diesem Job jeden Tag und habe über 2 Jahrzehnte Erfahrung, die ich mitbringe und die gebe ich gerne an euch weiter. Die 101-Serie, das ist der zweite Teil dieser Serie, ist die Idee, dass ich Make-up Basics so erkläre, dass sie wirklich jeder verstehen kann. Wir fangen quasi bei Null an. Ich erkläre die Techniken, ich erkläre, wofür das gut ist, ich erkläre die Missverständnisse und wie ihr zu Hause Fehler vermeiden könnt und diese Technik für euch bestmöglich umsetzen könnt. Und in dieser Folge geht es um Contouring. Contouring hat viele Vorteile, es gibt aber auch einige Hürden, die man meistern muss. Es gibt einige Fehler, die man vermeiden sollte. Es gibt einige Missverständnisse um Contouring, was das genau ist. Und all das lernen wir heute. Damit befassen wir uns heute und wir legen einfach gleich los. Die Absicht hinter Contouring ist ja irgendwie, Gesichter schmaler wirken zu lassen, ne? Die Wangen eingefallener wirken zu lassen, das Doppelkinn verschwinden zu lassen, die Nase ein bisschen zu pinchen, den Five-Head vielleicht ein bisschen kleiner zu machen. All das sind Sachen, die wir mit Contouring super machen können. Ich konturiere mir zum Beispiel auch meine Titten, wenn ich in Drag bin, meine Titulatur. Ich male mir da einen Schatten hin und kreiere hier dann, lege hier ein bisschen Highlight drauf. Dadurch wirkt das Ganze plastischer und runder und sieht dann auf Fotos so aus, als hätte ich tatsächlich Hupen. Which I don't. Und das ist gleich der nächste Teil, der da mit reingreift, nämlich Highlighting. Contouring macht natürlich auch alleine Sinn, aber wenn man den Effekt verstärken will, setzt man noch ein Highlight dagegen. Das heißt, wir spielen mit Licht und Schatten, mit Hell und Dunkel. Ich habe ja eine Maskenbildnerausbildung, ich bin diplomierte Maskenbildnerin, ja. Und eine der ersten Sachen, die wir gelernt haben, war der Totenkopf. Also wir haben Glatzen geklebt und mussten uns dann gegenseitig Totenköpfe ins Gesicht malen. Nur mit Schwarz und Weiß, mit schwarz und weißer Fettschminke. Und das Coole daran war, dass wir gleich am Anfang A ein Verständnis bekommen haben für die menschliche Anatomie, also was sitzt wo ist ein Knochen, wo ist ein Schatten, wo fällt es ein und B, wie verwende ich hell und dunkel, um die Illusion zu erzeugen, dass da Dinge wegrutschen, die nicht da sind, die aber natürlich da sind. Ne? Hier ist alles Fleisch, aber wir haben dann natürlich so getan, als wäre hier Knochen und unten drunter fällt es ein und da ist dann ganz dunkel und dann kommt aber wieder was Weißes und zeigt uns, Knochen. Und nichts anderes ist Highlighting und Contouring. Ne? Das ist quasi das Gesetz, auf dem das alles irgendwie aufbaut. Und es gibt natürlich, also wir sagen natürlich immer, es gibt im Make-up keine Regeln und grundsätzlich gibt es keine Regeln. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Also es gibt keine Regeln, aber es gibt gewisse Gründe, warum man Dinge tut, wie man sie tut, warum Techniken entwickelt worden sind, über Jahrhunderte verfeinert worden sind, die wir heute nutzen können, einfach weil die sich bewährt haben, die funktionieren. Und ihr könnt die gerne ignorieren, wenn ihr das möchtet, aber ne? They're there for a reason. So. Contouring existiert natürlich wahrscheinlich so lange wie Make-up existiert, so lange wie sich Leute Farben ins Gesicht geschmiert haben und gemerkt haben, pretty. Aber so die professionellen Ursprünge von Contouring kommen unter anderem natürlich aus dem Theater, aus dem Film. Wenn man sich zum Beispiel alte Make-up-Tests von Max Factor anschaut, der war ja, ihr kennt die Marke heute, aber Max Factor, die Marke heißt so, weil es einen Menschen gab, der Max Factor hieß, der war einer der wichtigsten Filmmaskenbildner in den 20er, 30er Jahren. Der war dafür bekannt, dass er unter anderem auch komplette Looks kreiert hat für Schauspielerinnen, also die kamen zu ihm und sahen ein bisschen bratkartoffelig aus und dann hat sich Max Factor hingesetzt und der hatte ganz viele so Analysegeschichten und Messungen und so Sachen und hat dann eben den Look kreiert für diese Schauspielerin. Unter anderem, ne, Joan Crawford und so. Der hat einfach geschaut, wie mache ich ein relativ gewöhnliches Gesicht außergewöhnlich. Und da spielten Licht und Schatten natürlich auch eine große Rolle. Wenn ihr euch Marlene Dietrich zum Beispiel anschaut, die ja sehr berühmt war für ihre tiefliegenden Augen, für ihre eingefallenen Wangen, das hat man damals auch noch operativ vorangetrieben. Also Herr von Sternberg, der Regisseur, der sie nach Hollywood gebracht hat und der sie geformt hat, entdeckt hat quasi. Das ist jetzt keine frauenfeindliche Veränderung der Tatsachen, hat sie selber immer wieder gesagt in Interviews. Ohne Sternberg wäre sie nie Marlene geworden. Da hat man noch die Backenzähne gezogen, alle damit die Wange doller einfällt, weil man diesen Schatten hier wollte. Das sind die Sachen, die wir heute mit Make-up besser machen können, als das vielleicht damals passiert ist. Aber wenn man sich Marlenes Make-up-Koffer anschaut, der ist hier in Berlin anzuschauen.
dann sieht man auch, dass die schon ganz bewusst auch Licht und Schatten benutzt hat, um ihr Gesicht zu formen. Die hatte Silberpuder als Highlighter für den Nasenrücken, für die Wangen, damit das Licht da anders reflektiert. Und die hatte natürlich auch Sachen, um sich noch doller eingefallen zu machen, das Kind zu verstecken. Die hatte Tapes, um sich zurechtzuzurren. Also all die Sachen, die wir heute auch machen. Wenn man sich fragt, wie Contouring es von der Theater-Filmwelt in den Mainstream geschafft hat, dann denken ganz viele Leute, das fing an mit Kim Kardashian und diesem Scott Barnes-Post, den ich jetzt einblende, wo Scott Barnes, der Make-up-Artist von JLo, der angeblich ein rotmütziger Magerwahn-Mensch ist, das stelle ich mal so in den Raum. Der hatte Kim diese wilde Highlight- und Konturgeschichte ins Gesicht gemalt und das ist dann viral gegangen und dann haben alle angefangen zu highlighten und zu konturieren. Wenn man aber so alt ist wie ich und aus einer Zeit kommt vor Instagram und YouTube, dann kann man sich eventuell daran erinnern, dass es diese Bücher gab von dem Großmeister Kevin Aucoin. Das sind meine Originalbücher von damals. Das ist einmal All About Makeup und einmal The Art of Makeup, die Kunst des Make-ups. Kevin Aucoin war der Typ, der alle Gesichter damals kreiert hat. Der hat die Supermodels gemacht. Also, ne, wenn ihr mal nachschauen wollt, ich habe in meinem Supermodel-Lippenvideo dieses eine Foto von Linda Evangelista, das berühmte mit der tollen Lippe, auch benutzt als Inspiration. Und ja, das ist hier in dem Buch drin, weil natürlich Kevin das Make-up gemacht hat. Hi. Aber so viele andere ikonische Looks, ne? Also man muss nur 2 Seiten blättern, dann kommt hier dieser ikonische Naomi Campbell-Look mit der krassen Lidfalte. Da sind so viele tolle Looks drin. Kevin war der Superstar der Make-up-Szene. Das war einer der ersten wirklich großen Celebrities, also der selber eine Celebrity geworden ist durch sein Make-up. Die Sex and the City-Kenner unter euch kennen vielleicht die Folge, wo er Sarah Jessica Parker backstage bei der Fashion Week schminkt, als sie diesen blauen, ich glaube, deutscher Mantel anhat und dann hinfällt. Der Typ, der sie schminkt mit dem großen Kopf, das ist Kevin Aucoin. Und der hat in All About Makeup, also in diesem hier, das hieß im Original Making Faces, glaube ich, gab es eine Grafik, wo er uns quasi beigebracht hat, wie man konturiert. Schatten und Highlight setzen steht unten drunter und ihr könnt sehen, ich gehe mal ein bisschen näher ran, ihr könnt gut sehen, wo er diese Schatten platziert hat, wo er die Highlights platziert hat. Ne, der zieht das runter über den Hals bis auf die Schlüsselbeine. Und ihr könnt auch sehen, und das ist wichtig, dass die Farben, mit denen er hier konturiert hat, dass die kühl sind. Ne, das ist fast grau, was er da benutzt hat. Das sind keine warmen Töne, es ist kein Bronzer. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten großen Missverständnis, was mir heute ständig begegnet. Es gibt einen Unterschied zwischen Konturieren und Bronzer, wenn man diesen Begriff benutzen will. Also das ist Bronzing und Contour, Bronzer, wo Bronzer benutzt wird, um die ähnlichen Effekte zu erzielen, ne? Um das Gesicht ein bisschen einzulegen und einfallen zu lassen. Manche nennen es Sculpting, ich nenne es Sculpting. Und ich mache das mehr, als ich tatsächlich konturiere an Models, weil ich finde, also A, arbeite ich meistens mit Leuten, die super jung sind, super schlank sind, die brauchen kein Contouring. Und wir fotografieren so close und es soll fast nie sichtbares Make-up da sein. Wir sollen fast nie mit dem Auge erkennen können, dass da irgendwas geschminkt ist. Das heißt, richtig konturieren fällt da sowieso raus. Aber wir brauchen es halt doch eigentlich nicht. Also das, was ich Sculpting nenne, mache ich mit fast jedem Model. Ne? Dass ich einen Cream Bronzer nehme und eine Fluffy Brush, irgend sowas in der Art, leicht angeschrägt. Und dann einfach mit dem Bronzing-Produkt dahin gehe, wo ich tendenziell auch mit der Kontur hingehen würde. Also ne, ich mache den Forehead ein bisschen kleiner. Ich gehe, wenn ich mit der Kontur nur unter den Wangenknochen eigentlich rutschen wollen würde, um den möglichst krass hervorzumeißeln, gehe ich mit meiner Bronzer ein bisschen oben drüber. Also ich rutsche auch unten drunter, um das ein bisschen schmaler zu machen, aber ich gehe auch ein bisschen auf den Wangenknochen mit. Ich hugge den so ein bisschen mit, was Sinn macht, denn mein Bronzer, also sonnengebräunte Haut auf den höchsten Punkten im Gesicht, macht Sinn, weil da würde dich die Sonne treffen. Was keinen Sinn macht, was ich aber ständig sehe momentan, ist Leute, die einem erzählen in YouTube-Videos, ihr solltet eure Kontur auf den Wangenknochen setzen. Und das macht Sinn, wenn man nicht unterscheidet zwischen Kontur und Bronzer. Also wenn man einen warm-toned Bronzer nimmt und den wie eine Kontur benutzt, dann kann man den natürlich auch auf den Wangenknochen setzen. Wenn wir aber tatsächlich von Kontur sprechen, sprechen wir von kühlen Shades. Wir sprechen von, wie ihr es eben gesehen habt in der Grafik, von Shades, die eigentlich fast grau sind. Und das liegt daran, wenn ihr mein Gesicht jetzt anschaut, ne, da wo Schatten sind, da seht ihr keine Wärme, da seht ihr keine
Bronze, da ist nicht sonnengeküsst, sondern das, was wir emulieren wollen, wenn wir konturieren, sind ja natürliche Schatten. Wir wollen nicht so tun, als hätte da die Sonne hingeschienen, sondern wir wollen so tun, als wäre da nichts. Und das kriegen wir nur dadurch hin, dass wir die Farbe der natürlichen Schatten nachahmen, dass wir das emulieren. Und wie gesagt, ne, ihr seht es hier, ihr seht es da. In den Schatten liegt keine Wärme. Egal, was euer Hautton ist, egal wie hell oder wie dunkel ihr seid. Wenn wir Schatten emulieren wollen, müssen wir das machen mit kalten Tönen, mit Tönen, die fast grau sind. Ich habe hier wieder mal mein Mitchell Curve Case und wenn ihr neu hier seid, dann werdet ihr das nicht wissen. Der hat hier 4 Blusher Shades, dann hat er 2 Contour Shades und 2 Bronzer Shades und hier sind die 2 Contour Shades und ihr könnt sehen, denke ich, dass die hier wesentlich mehr Cooltones sind als diese beiden. Und ich mache jetzt mal Swatches auf dem Arm, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen deutlicher noch. Guckt mal. Die beiden unteren hier sind unsere Contour Shades und ihr seht, die sind cooltoned, die sind kühler und die beiden hier oben, die sehen aus nach Sonne. Ne? Da ist Wärme mit drin, da ist ein bisschen Rot mit drin, da ist Gelb mit drin. Das hier ist cooltoned. Und das ist ein super Beispiel dafür, was der Unterschied ist zwischen Contour und Bronzer. Ich werde es euch gleich auch am Gesicht zeigen, an meinem Gesicht. Ich habe extra überhaupt kein Make-up drauf, damit wir das wirklich alles machen können. Falls ihr ein bisschen im YouTube-Beauty-Universum unterwegs seid, dann werdet ihr wissen, dass zum Beispiel gerade die Rare Beauty Liquid Contours, die gerade erschienen sind, sehr kontrovers diskutiert werden, weil die eben Warmtoned sind. Also selbst die coolsten Shades kannst du eher als Bronzer benutzen und das sorgt für Kontroversen. Fakt ist, das ist natürlich total fein. Wenn ihr die so benutzen wollt, ist es total fein. Muss man die dann Contour nennen? Maybe not. Unsere Freunde von e.l.f. haben ja auch diese kleinen Camo Liquid Contours rausgebracht und da steht aber hinten auch immer drauf Bronzer and Contour, also je nach Farbe, die ihr pickt. Es gibt wärmere, es gibt kühlere, aber ne, ihr könnt die für euch aussuchen, die tun nicht so, als wären sie irgendwas anderes und ich glaube, das ist ein bisschen, wo der Hase im Pfeffer liegt bei der Rare Beauty Geschichte. Aber ich sage euch jetzt was. Wenn ihr was zu Hause habt, wie diesen Camo Liquid Bronzer zum Beispiel, oder ihr habt die Rare Beauty Geschichte gekauft und ihr stellt fest, ist mir tatsächlich zu warm, ich zeige euch jetzt, wie ihr das retten könnt. Ich mache jetzt mal hier einen Swatch mit dem Camo Liquid Bronzer in der Farbe Fair Light. Und das ist schon relativ cooltoned, muss man sagen. Ne, da haben sie schon einen ganz guten Job gemacht. Ihr könnt aber immer, wenn euch irgendwas zu warm ist, auch eine Foundation, wenn die euch zu warm ist, gibt es solche Foundation Mixer. Der hier ist von Derol, den könnt ihr kaufen beim bösen A, bei Amazon. Ich bin der letzte Mensch, der Leuten empfiehlt, Dinge bei Amazon zu kaufen. Ich habe die App gelöscht, ich versuche da gar nichts mehr zu kaufen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Ich habe mein Amazon Prime gekündigt, der Typ saß bei Trump in der ersten Reihe bei der Amtsanführung. Jeff Bezos hat genug Geld und Leute, die Steigbügelhalter sind für Faschisten, denen werde ich mein Geld nicht geben. Ich muss an dieser Stelle kurz sagen, ich versuche die 101-Videos immer so unpolitisch und frei von persönlichen Dingen zu halten wie möglich, aber dieses Video kommt raus an unserem Wahlsonntag. Heute war die Wahl, ich hoffe, ihr wart wählen. Und wo ich gerade was Blaues in der Hand habe, ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, wenn ihr die AfD gewählt habt, dann könnt ihr jetzt bitte gerne dieses Video verlassen. Mein Kanal ist nicht für euch, ich bin nicht für euch, mein Content ist nicht für euch. Meine Existenz als queerer Mensch ist bedroht von dieser Partei, auch wenn die euch was anderes einflüstern, weil Alice Weidel eine lesbische Frau ist. Fakt ist, diese Partei hat faschistische Züge, die unterstützt faschistische Dinge, die lässt sich den Arsch lecken von Leuten wie J.D. Vance und Elon Musk, die ebenfalls faschistische Dinge tun und faschistische Systeme aufbauen, jetzt gerade in Amerika die Demokratie abbauen, die gegen Menschenrechte vorgehen, gegen Menschen wie mich und gegen alle Menschen, die ich liebe. Jeder Mensch in meinem Umkreis ist auf irgendeine Art und Weise benachteiligt durch diese Menschen, die in diesen Parteien agieren. Und wenn das Weltbild ist, mit dem ihr okay seid, dann ist das schön für euch, aber dann habt ihr hier nichts verloren. So, das wollte ich an dieser Stelle nur sagen. Wenn ihr mir jetzt entfolgt, ist das schade, weil ich immer auf der Jagd bin nach neuen FollowerInnen. Aber hey, dann kann ich es nicht ändern. So, wir kommen zurück zu dem blauen zu dem blauen Foundation Mixer und mischen uns davon jetzt ein bisschen was in unsere Kontur hier mit rein. Wir tun jetzt so, als wäre die uns zu warm. Und jetzt guckt mal. Ich mische die einfach mal mit dem Finger. Da. Und seht ihr, wie schön aschig die wird, wie grau die wird? Das ist jetzt eine wesentlich bessere Contour Shade, als sie das vorher war. Ne? Das ist jetzt auf jeden Fall zum Konturieren noch geeigneter, als sie eh schon war. Die war eh schon toll, also machen wir uns nichts vor. Ne? e.l.f. hat da den Job mal wieder gut gemacht. Aber ja, mit diesen Dingern könnt ihr
Sachen optimieren für euch. Ob das jetzt eine Foundation ist, ein Bronzer oder irgendwas auch immer, wenn die euch zu warm sind für euren Hautton, könnt ihr mit ein bisschen Blau von so einem Foundation Mixer echt viel erreichen. Ist einfach so. Nächster Schritt ist, dass wir klären, was für Produkte ihr dafür braucht. Wenn ihr das selber ausprobieren wollt, was braucht ihr für euch zu Hause, um möglichst erfolgreich zu sein. Ich empfehle immer erstmal ein bisschen zu üben, wenn eine Technik neu ist, bevor man damit rausgeht. Und ich übe super gerne mit Cream Products, weil ich finde, das ist am meisten forgiving. Also wenn ich mit einem Cremeprodukt mir was hinmale und das hat nicht richtig funktioniert, dann kann ich das einfach wieder wegwischen. Bei einem Puderprodukt finde ich es dann manchmal, dann muss man es feucht machen, um es runterzuholen. Also natürlich kannst du es auch so ein bisschen verblenden, aber ich habe immer das Gefühl, bei einem Cremeprodukt habe ich eher noch Kontrolle. Aber das obliegt euch, ne? Wenn ihr wirklich cool-toned Cremeprodukte sucht und es soll nicht gleich so eine ganze Palette sein, weil ihr vielleicht den ganzen anderen Kram da drin nicht braucht. Was ich sehr empfehlen kann, ist der Sephora Contour Stick. Den könnt ihr bestellen online, der kostet ein paar Euro, der kostet unter 10 Euro, soweit ich weiß. Und die sind wirklich cool toned. Die haben ihre Hausaufgaben sehr gut gemacht, die haben das sehr richtig gemacht. Wenn ihr also mit Cremeprodukten üben wollt, ist das eine gute Alternative für euch. Gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, ich fühle mich mit Puder wohler. Dann fangt erstmal an mit dem Puder. Und ihr müsst auch nicht jetzt rausgehen und irgendein Konturpuder kaufen. Vielleicht habt ihr nämlich schon Sachen, die ihr benutzen könnt. Ich habe zum Beispiel hier einfach meine Lidschattenpalette rausgeholt. Das ist meine Beauty Bay Neutrals Palette, die ich ja im Bad liegen habe, die benutze ich jeden Tag. Das sind Cool Tone Shades eher sowieso. Und Slip könnte man benutzen. Dusk könnte man benutzen. Den hier, ich mache sie mir mal hier auf den Handrücken, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Ich halte euch die mal vor, das sind 4 Shades und die man jetzt vergleichen kann. Also kommt natürlich auf den Hautton an, wie hell oder wie dunkel ihr seid, aber den könnte ich benutzen, den hier vielleicht auch. Das wäre jetzt vielleicht eher nix. Aber ja, bei diesen dreien hätte ich schon mal ganz gute Chancen, dass das für mich auch im Gesicht funktioniert. Und ja, Eyeshadows sind höher pigmentiert als jetzt ein Bronzing-Puder oder so. Aber um mal zu gucken, was das kann und um mal zu gucken, wo ihr das platzieren müsst, vielleicht bei euch, ist es gar nicht so schlimm, wenn die ein bisschen doller pigmentiert sind am Anfang, einfach damit ihr den Effekt klarer seht. Zum Üben, nicht zum Rausgehen, aber zum Üben vom Spiegel, um mal zu schauen, was macht denn das, wenn ich mir so einen Shadow hier hinsetze und wie verblende ich den, wie weit runter ziehe ich den nach da, ziehe ich den nach da. All diese Dinge, das könnt ihr ja ausprobieren und dafür kann es manchmal schon reichen, wenn ihr einfach eine Lidschattenpalette benutzt. Was die Auswahl der Pinsel bzw. Schwämme angeht, eine der gängigsten Brushes momentan, eine der am meisten benutzten Brushes generell, ich liebe sie auch sehr, ist die Makeup by Mario F4 Brush. Ne, da kann man super schön Cream Blushes mit auftragen, Cream Bronzer, man kann sie auch zum Konturieren benutzen. Und das Schöne an dieser Brush ist, die ist auf beiden Seiten leicht angeschrägt. Die Seite ist ein bisschen fluffiger als diese. Und hiermit kann man halt super gut Produkte platzieren und sie auch wieder, ne, ihr kennt das von mir schon, durch Stippling Motions, also wenn ihr nur auf der Stelle quasi hin und her drückt, ohne große kreisende Bewegungen zu machen oder ohne zu streichen, baut ihr Coverage auf. Ne? Dann wird es an der Stelle deutlicher, dicker, die Coverage, weniger durchsichtig. Wenn ihr anfangt zu swipen oder größere streichende Bewegungen macht, nehmt ihr die Coverage wieder weg. Damit kann man super Fehler korrigieren oder wenn euch da zu viel Produkt liegt, ne, könnt ihr es damit einblenden. Aber wenn ihr Coverage aufbauen wollt, macht ihr das so. Auch bei so angeschrägten Dingen, auch bei eurer Kontur. Sowas ist super. Und natürlich auch hier ein Beauty Blender, ein feuchter Beauty Blender ist immer ein guter Freund, gerade wenn man lernt, gerade wenn man anfängt, weil der euch hilft, wenn ihr da stippelt, ne, das nimmt euch das bisschen an zu viel Produkt, nimmt euch das ganz schnell wieder weg. Generell ist es gut, mit wenig Produkt anzufangen und sich zu steigern, als gleich zu viel drauf zu klatschen und das dann irgendwie rumzuschmieren, weil dann habt ihr den Salat, dann habt ihr überall das Zeug und sieht dann vielleicht gar nicht so geil aus. So, wenn ihr bei anderen InfluencerInnen schaut, die auf YouTube aktiv sind oder bei TikTok aktiv sind, bei Leuten, die eben im Beauty-Space aktiv sind und ein großes Following haben, dann wird euch häufig begegnen, dass Leute irgendwelche Überschriften haben, Titel für ihre Videos, wo steht, du hast dein ganzes Leben lang falsch konturiert, das ist falsch, so musst du jetzt konturieren, das ist die richtige Version. Und so verführerisch ist, auf diese Videos zu klicken. Ich ärgere mich immer, wenn ich solche Überschriften lese, weil das ist einfach Clickbait. Niemand kann euch sagen, wie genau ihr euer Gesicht richtig konturieren müsst, denn die kennen euer Gesicht nicht.
Also, ne, ich kann euch zeigen, was an mir gut aussieht und ich kann euch Tipps geben, wenn ihr ein ovales Gesicht habt, dann probiert doch mal das. Ob das am Ende wirklich gut bei euch aussieht, kann euch niemand garantieren. Also ja, diese Videos mit diesen ultimativen Titeln, mit diesen großen reißerischen Ansagen, das ist meistens Schrott, der dafür gedacht ist, den Algorithmus anzukurbeln, dass die Leute auf eure Videos klicken. Aber meistens bleiben die euch das Versprechen schuldig, das sie im Titel machen. Das nur mal am Rande. Eine Sache, die super wichtig auch ist, wenn ihr über Make-up nachdenkt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr das Haus verlasst, ist die Frage, in welches Licht ihr kommt. Also wenn ihr eine Drag Queen seid zum Beispiel, ist das eine harte Lektion, die ihr lernen müsst, wenn ihr das erste Mal Daytime Drag macht, wenn ihr das erste Mal zum Beispiel auf dem CSD-Wagen seid, wo ihr doll fotografiert werdet. Denn das Contouring und das harte Make-up, das wir so gewohnt sind, weil wir in der Nacht arbeiten, weil wir in Clubs unterwegs sind, weil wir in künstlichem Licht uns bewegen, nicht im Sonnenlicht, das sieht plötzlich ganz, ganz anders aus, wenn man damit im helllichten Tageslicht rumläuft und plötzlich sieht die super dunkle, harte Kontur, die wir uns hier gezogen haben oder da gezogen haben, wirklich super krass extrem aus. Und auch ich habe diese Momente gehabt und habe dann auf Fotos geschaut und habe gedacht, meine Fresse, what the fuck? Ne? Überlegt, in welchem Licht ihr unterwegs sein werdet und wenn das ein Daytime-Look für euch ist, don't go crazy erstmal. Also if you want to go crazy. Aber ne, wenn es unclockable sein soll im Tageslicht, haltet euch ein bisschen zurück, tastet euch langsam ran. Im Gegensatz zum Beispiel zu Eyeshadow oder Lipstick oder auch Blush gehört ja Contour nicht zu den Make-up-Steps, die man sichtbar haben will. Also ne, wenn ich mir zum Beispiel jetzt eine Lippe aufmale, wie ich es gerade gemacht habe, oder einen Blusher mache oder eine Wimperntusche oder einen Sparkly Eyeshadow, dann möchte ich an den meisten Fällen, dass die Leute das sehen. Dass die Leute den Sparkle sehen, dass die Leute den Eyeliner sehen, dass die Leute die Lash sehen, das Blush, den Highlighter, die bunte Lippe, die rote Lippe. Das sind ja Dinge, die ich möchte, dass die Leute das sehen. Ich möchte nicht, dass die Leute sehen, dass ich mir einen Wolf konturiert habe, damit ich einen schmaleren Kiefer kriege und eine eingefallenere Wange. Grau, cool-toned, ist ja kein schönes Detail auf der Haut, wo man denkt, ach, das ist aber schön geworden, schön grau. Ist ja nicht so. Das sind Sachen, von denen wir wollen, dass sie subtil im Hintergrund bleiben und das Gesicht verstärken, ohne dass andere Leute das sofort clocken. Dass sie dich angucken und sehen, guck mal, hat sie sich aber wieder konturiert heute. Toll. Das wollen wir nicht. Also ja, wenn wir in Sektionen vorgehen, von oben nach unten und einfach gucken, was kommt wohin, wo will ich was ändern. Wir schauen uns zuerst meine Stirn an, die ist very large and in charge. Ich habe halt auch keine Haare mehr, ne? Ich habe keinen Haaransatz in dem Sinne, also hier, hi. Da ich nicht möchte, dass die Leute sehen, dass ich den ganzen Forehead konturiert habe mit einem grauen Produkt, mit einem super Cooltone-Produkt, würde ich hier oben immer eher eine Bronze-Geschichte verwenden, einen Bronzer verwenden. Also, ne, das ist jetzt kein Bereich, den ich mir doll konturiere. In Drag vielleicht ein bisschen eher, weil da halt Full Coverage Make-up angesagt ist, da geht keiner an mir vorbei und denkt sich, ja, so subtil. No. Also, ne, da kann ich ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Für mein Everyday Make-up würde ich da immer eher einen Bronzer benutzen, vielleicht einen Cooltone Bronzer. Aber ja, da brauche ich jetzt wirklich keine kühlen Schatten. Was wir aber hier schon machen können, wenn wir die Stirn sculpten wollen, ist natürlich mit Highlight arbeiten und mit Helligkeit und Dunkelheit durch den Bronzer ein bisschen zu arbeiten. Ne? Indem ich mir hier ein leichtes Highlight hinsetze, wird meine Stirn immer ein bisschen nach vorne kommen. Es wird immer ein bisschen aussehen, als hätte ich Licht im Gesicht. Und wenn ich meinen Bronzer hier an die Seiten schattiere, wird meine Stirn automatisch ein bisschen kleiner aussehen. Der Forehead wird sonnengeküsst aussehen, was ja auch immer schön ist. Aber er wird insgesamt nicht so massiv groß als eine riesengroße Knödelfläche sichtbar wahrgenommen. Ne? Und das ist ja auch was wir beim Konturieren gerne möchten. Der nächste Bereich ist dieser hier, also Augen, Nase, Lidfalte und die Wange. Und das ist natürlich der Bereich, wo wir am meisten sowieso machen können und wollen. Ich habe euch jetzt mal reingezoomt, denn ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine Nase konturieren würde, wäre es für Drag. Ich habe mir früher wirklich eine super, super dünne Nase gemalt, immer weil ich das total schick fand, weil das auch alle gemacht haben und ich dachte, ich muss das auch machen. Mittlerweile ist eine super dünne Nase zu haben nicht mehr Teil von dem, was ich in Drag verkörpern will. Das ist nicht das, worum es mir geht. Insofern habe ich das sehr doll vernachlässigt. I don't really care about nose contour anymore. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man sowas machen kann. Ich habe hier so einen leicht angeschrägten Pinsel, wie ihr sehen könnt. Und ich gehe rein aus meiner Beauty Bay Palette mit dem Shade Slip. Und ich gehe in diesem Fall gegen meine Knochenstruktur.
Und ihr seht schon, obwohl hier so viel Licht ist, dass die Nase an der Seite deutlich kleiner wird und tendenziell ein bisschen wegrutscht. Ja, und das ist jetzt nur mit einem Ton. Wenn ich wirklich früher, als ich wirklich mir so Mini-Nasen gemalt habe, bin ich da mit mehreren Shades reingegangen, also habe nochmal das Dunkle quasi nochmal verstärkt, deutlich. So, und ihr seht auch, in dem Moment, wo ich hier jetzt über diesen Knubbel gegangen bin, über meine relativ dicke Spitze meiner Nase, fällt es deutlicher auf, dass ich hier versuche, was hinzumalen, was da eigentlich nicht ist. Ja, ich kann das so malen, dass das auf die Entfernung glaubhaft aussieht. Wenn ihr aber näher rankommt, wird das immer komisch aussehen, warum ich auf meiner relativ dicken, runden Nasenspitze 2 so graue Striche habe. Und das meine ich mit Glaubwürdigkeit im Alltag, ne? Glaubwürdigkeit im Sonnenlicht. Wenn ich so vor euch stehen würde, im Tageslicht, würdet ihr denken, what's going on, bitch? Kann man machen, muss man aber nicht. Oft macht es mehr Sinn, einfach mit dem, was da ist, mit der Knochenstruktur, die da ist, mitzuarbeiten, nicht komplett dagegen zu arbeiten. Ja, hier oben habe ich mir diesen kleinen Höcker ein bisschen übermalt, damit das Ganze gerade aussieht. Aber im Großen und Ganzen macht das Sinn. Ich treibe es jetzt mal auf die Spitze, nur um euch den Unterschied zu zeigen. Nehme mir dann einen kleineren Pinsel, sowas hier, und gehe mal mit einem dunkleren Shade rein. Das ist hier Heather aus derselben Palette. Das ist ein Grau, muss man sagen. Klopfe mir den gut ab, denn ich will gar kein großes Drama. Ich will nur zeigen, wenn wir das jetzt noch vertiefen würden, könnten wir den Effekt natürlich auf die Spitze treiben, ne? Wie gesagt, wir haben es jetzt extrem auf die Spitze getrieben, nur dass ihr das vorher-nachher besser sehen könnt. Das in Soft könnt ihr mit Cremeprodukten machen, das in Soft könnt ihr mit leichteren, mit weniger Produkten machen. Wir haben es jetzt doll gemacht, damit man es sehen kann, damit es klar ist, die Technik klarer wird, dass die Handgriffe, die Richtung klarer wird. Und ja, würde ich mir jetzt in Full Coverage so eine Dragnase malen wollen, hätte ich das alles mit Creme in meinen Wet Steps quasi, in meinen Creme Steps reingemalt, verblendet, abgepudert und wäre dann mit Puderprodukten wieder drüber, um das zu verstärken, um die Highlights wieder hervorzuheben, die Tiefen reinzuarbeiten. Und bei der Nase, was mir vor Jahren aufgefallen ist, was für mich am allerbesten funktioniert, wir haben früher, ganz viele von uns haben die ganze Seite der Nase quasi wegkonturiert oder versucht, die wegzukonturieren. Und das sah nicht gut aus, tatsächlich. Und mir ist irgendwann aufgefallen, wenn ich tatsächlich diesen Teil der Nase, den ich vorher dunkel hatte, wenn ich da auch das Make-up quasi, mein Highlight, was unterm Auge liegt, wenn ich das bis hier vorziehe, macht das meine Nase automatisch wirklich wie gepinscht. Ganz klein. Ich zeige es euch jetzt einmal nur mit dem Finger. Ich gehe hier in so einen Lidschatten rein. Das ist jetzt die Extremform, ne? Wie gesagt, don't judge me. Ich zeige es euch nur für den dollen Effekt, damit ihr versteht, wie das Prinzip funktioniert. Seht ihr das? Sobald das hier 1 wird und hier wirklich nur noch die Kontur steht und dann Nase kommt, sieht das viel klarer aus, als wäre das tatsächlich so gewachsen oder operiert worden. Wie gesagt, wir haben es jetzt ins Extrem übertrieben. Ich muss es nicht 100-mal sagen, aber ich habe Angst, dass ihr das anguckt und denkt, meint ihr das ernst? Ich zeige euch die Extremversion, damit ihr zu Hause das Prinzip versteht. So, das mache ich jetzt wieder runter. Das war unsere kleine Exkursion in die Welt der Nasenkontur. Jetzt kommen wir zur Wange. Es gibt zig verschiedene Shapes, die ihr euch vielleicht ins Gesicht malen wollt. Es gibt zig verschiedene Wege, euer Gesicht so zu modellieren, dass es eher dem entspricht, was ihr gerne im Spiegel sehen wollt. Ich zeige euch das, was für mich gut funktioniert. Ich habe lange die sogenannte Scott Barnes Kim Kardashian Kontur gemacht. Scott Barnes hat Kim, als er sie noch gemacht hat, die wird ja seit Jahren von anderen Menschen gemacht, meistens von Mario, aber als Scott Barnes Kim noch gemacht hat, hat er ganz, ganz oft ihren Mundwinkel einfach mit dem obersten Ansatz ihres Ohres verbunden und hat ihr hier so eine harte Linie reingemalt, hat die dann nach oben verblendet, hat hier unten einen Highlighter gegengesetzt, damit das doller poppt, und dann hatte man
Sobald man so ein bisschen gelächelt hat, ist dieser Effekt hier entstanden, den oft Leute haben, bei denen der Facelift ein bisschen zu doll ist. Müsst ihr mal drauf achten. So alte Joan Rivers Videos, guckt mal dahin, da sieht man das. Also ja, das ist ein Effekt, den man haben können möchte. Ich fand das auch eine Zeit lang ganz schön cool. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so. Mir geht es eher darum, mein Gesicht ein bisschen schmaler zu machen, das hier ein bisschen eingefallener zu machen. Ich will aber auch nicht mehr hart aussehen. Ich habe früher mir ganz lange eingeredet, dass ich am besten aussehe, wenn ich so dünn aussehe wie möglich. Und nothing could be further from the truth. Ich werde härter, wenn ich mich super skinny konturiere. Und auch wenn ich natürlich auch zu den Leuten gehöre, die immer denken, ihr Gesicht ist zu rund und sie sind ein bisschen zu dick. Fakt ist, gerade in Drag, ich wirke weicher, softer, schöner, wenn ich mir ein bisschen Rundheit erlaube, wenn ich mir nicht krampfhaft alles wegkonturiere. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich meine Kontur tatsächlich mache, ne? Meine Everyday-Kontur. Das ist das Made by Mitchell Curve Case in der Farbe Light. Die Farbe hier heißt Hollow There. Funny Wortspiel. Und dann nehme ich mir einfach hier so ein bisschen was auf so einen angeschrägten Pinsel. Nicht super viel, aber genug, damit ihr es sehen könnt. Darum geht es ja auch. Und ausgehend hier von dem höchsten Punkt meines Wangenknochens rutsche ich hier unter den Wangenknochen und stippel mir da ein bisschen Kontur hin. Gucke in den Spiegel, sehe hier, kann ich noch ein bisschen runter und arbeite mir das von unten nach oben quasi unter meinen Wangenknochen. Und ihr könnt sehen, der Effekt ist nicht dramatisch, aber deswegen halt auch noch relativ natürlich. Was ich vermeide tatsächlich bei mir selber und auch beim Arbeiten, ist hin und her zu rutschen und mir da Striche hinzumalen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die wirklich mit einem Stick sich Striche ins Gesicht malen und dann erstmal eine halbe Stunde damit verbringen müssen, die wieder zu verblenden. Wenn ihr es euch schwerer machen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich finde, dass diese Herangehensart time-saving ist for me. Also, ne, wenn ich das auf den Pinsel mache und dann auftrage, habe ich komplette Kontrolle darüber, wo das Produkt hinkommt, wie viel davon dahin kommt. Und ich muss jetzt nicht erstmal wieder Sachen wegblenden, die ich mir da gerade reingemalt habe, wo ich sie gar nicht haben will. Zum Beispiel Striche. Because I don't want Striche. Bin ich vielleicht eigen? It's not my thing. So, ihr könnt sehen im direkten Vergleich, diese Seite fällt ein, diese Seite hat einen Schatten, diese Seite sieht schlanker aus, auch wenn ich den Kopf drehe, als hier. Und auch das ist wichtig beim Konturieren, es muss in jeder, also ihr sitzt ja, außer ihr schminkt euch nur für Zoom-Meetings oder so, sitzt ihr ja ganz selten nur gerade vor Leuten und guckt die nur gerade an. Also klar, wir sehen uns im Spiegel von vorne und denken, alles klar, das ist alles, woran ich denken muss. Alles das, was ich im Spiegel sehe. Ihr müsst aber natürlich auch dann denken, wie sieht das von der Seite aus? Weil die Leute sehen euch ja auch von der Seite. Insofern ist das auch eine Sache, die beim Konturieren bei der Wange vor allem sehr zu bedenken ist. Habe ich das genug verblendet? Muschelt sich das ein mit Blush, mit Bronzer, mit was auch immer Produkten ich sonst noch benutze? Weil ansonsten blöd. Ne? Machen wir uns nichts vor. Das gefällt mir schon sehr gut. Dipp hier jetzt einfach, weil ich dabei bin. Nur ein bisschen drauf mit der Brush. Platziere mir da auch noch ein bisschen Kontur. Ist halt auch das Schöne, wenn ihr so eine angeschrägte Brush habt. Die längsten Haare rutschen am tiefsten rein und hinterlassen am meisten Produkt. Und die kürzeren oben drüber auf der angeschrägten Seite, dadurch, dass die jetzt nur so drauf dippen, machen die schon einen natürlichen Blend dahin. Ich muss jetzt theoretisch gar nicht viel machen. Dafür sind schräge Brushes mega. Das haben wir schön gemacht und rutschen jetzt eins weiter runter zum Kiefer. Ich habe das Problem, das viele Menschen meines Alters haben. Hier ist nicht nur Fett, sondern auch Haut, überschüssige Haut. Hier fängt es an zu hängen. Ne? Hier sind diese Jowls, diese Lefzen, wie man sie liebevoll nennt, die ich bekämpfe jeden Tag mit Dermapen, mit Cremes, mit Massage, mit Zeug. Aber Schwerkraft ist Schwerkraft. Und bevor mir jemand 10.000 Euro gibt für einen guten Facelift, it is what it is. So, das heißt, auch da bin ich natürlich mit Konturieren ganz gut beraten. Auch da muss ich drauf aufpassen, dass es gerade von der Seite nicht aussieht, als hätte ich mir einen grauen Balken unter das Kinn gemalt. Aber die Techniken sind dieselben. Ich nehme dasselbe Produkt, ich nehme denselben Pinsel, hole mir da ein bisschen was. Und hier mache ich jetzt tatsächlich Striche. Also hier gehe ich hin und her, anstatt Swirly Swirly oder Klopf Klopf zu machen, weil ich tatsächlich gerne eine relativ gerade Linie da haben will.
und place mir dann, also ich place mir das Produkt und dann arbeite ich es ein. Hier rutsche ich einfach über das Kinn, weil das ganze Ding wollen wir verstecken. So. Und hier gehe ich so ein bisschen hoch, rutsche hinter meinen Kieferknochen und arbeite mir das ein. Da, wo die Lefze ist, gehe ich ein bisschen höher. Und hier bleibe ich eher unten drunter. Hier ist ein super Punkt auch, um nochmal auf die Vorzüge von Highlight hinzuweisen. Denn ja, ich habe mir jetzt das hier schmaler gemacht. Wenn ich jetzt hier aber noch ein bisschen Highlight draufsetze, auf die Spitze meines Kinns, wird mein Gesicht insgesamt ein bisschen länger, ein bisschen spitzer, ein bisschen herzförmiger, was ich super finde. Und in Ermangelung eines anderen Produkts zeige ich euch das jetzt mit einem weißen Puder. Einfach nur mal, damit ihr es sehen könnt, für den optischen Effekt. Auch das ist jetzt wieder zu extrem, aber das habe ich jetzt schon so oft gesagt, ihr wisst das mittlerweile. Ich zeige euch das, damit ihr das vorher-nachher sehen könnt, wenn wir es übertreiben. Würde ich jetzt zum Beispiel Drag machen, ne? Dann würde ich es vielleicht noch weiter übertreiben wollen. Würde mir hier eine Kinnspitze markieren und würde dann jetzt wieder mit einem Contour Shade die Seiten von meinem Kinn ein bisschen schmaler schattieren, damit es mich optisch noch mehr snatcht. Ja, und ich bin sicher, ihr könnt den Unterschied sehen. Das hier sieht jetzt auf eine übertriebene Art und Weise hier unten, aber wir haben das Gefühl, das Kinn ist fürs Auge spitzer, die Seiten sind schmaler, es ist insgesamt mehr gesnatcht und ich pudere mir das Ganze jetzt mal ein bisschen ab, einfach um den Effekt noch auf die Spitze treiben zu können, unter der Wange, weil da haben wir noch ein nicht abgepudertes Cremeprodukt. Und würde ich da jetzt direkt mit einem pigmentierteren Bronzer oder einem Eyeshadow draufgehen, direkt auf das sticky Cremeprodukt, hätten wir da Flecken. Und das wollen wir nicht. Insofern habe ich jetzt einmal abgepudert, damit ich jetzt mit einem Puderprodukt draufgehen kann, ohne dass es Flecken gibt. So, und dann nehme ich mir denselben Pinsel in sauber und gehe da mal hier wieder mit Slip rein, mit unserem Contour Shade aus dieser Palette und zeige euch, wie man das jetzt auf die Spitze treiben könnte, wenn man das wollte. Indem wir die vorher angelegte Cremekontur mit einem Puder einfach noch verstärken. Und auch hier wieder, ich zeige es in der Extremversion, damit ihr eine Idee bekommt. Wenn wir das jetzt noch verstärken wollen würden durch Highlighter, könnten wir, ich nehme wieder hier einen weißen Puder, um es möglichst deutlich zu machen, hier oben drauf ein Highlight setzen, was einfach die Illusion von noch mehr Höhe, noch mehr dreidimensionaler Wölbung gibt. Und direkt hier unten drunter, um Licht und Schatten nebeneinander zu haben und die Illusion von Höhe, Tiefe und wieder Höhe. Ja, dann würden wir uns hier so einen sehr markigen Kiefer jetzt malen. Einen sehr hohen Wangenknochen. Und einer starken Kontur unterm Wangenknochen. Ja, und ich glaube, ihr könnt es jetzt wirklich sehr, sehr deutlich sehen, was der Unterschied ist. Und ja, das ist jetzt extrem, aber wir könnten das auch mit ein paar Handgriffen wieder in den Bereich des relativ Normalen zurückholen, indem wir jetzt hier einfach mal mit einem Bronzer-Shade bzw. einem Blusher dazwischen gehen, ne? Und das jetzt wieder aufwärmen. Also lass mich mal einen Bronzer nehmen. Wo haben wir einen hier? Das ist mein Infallible L'Oreal Bronzer, den ich immer benutze in der Farbe 300. Und jetzt wärme ich mir einfach den Übergang zwischen Contour und Highlight ein bisschen auf mit dem Bronzer. Nehme jetzt einen Blusher. Das hier ist MAC That's Peachy von den Glow Play Blushes. Das ist so ein Peachy-Ton. Nehme mir davon ein bisschen was auf den Pinsel. Und wärme das hier einfach ein bisschen auf, damit das nicht mehr so tot aussieht. You see? Und nichts anderes soll Kontur machen. Ne? Kontur soll Schatten entstehen lassen, Tiefe, die Illusion von Tiefe, die Illusion von nicht vorhandenem Volumen. Ich bin in den Kommentaren öfter schon gefragt worden, ob ich zum Beispiel zeigen kann, wie man ein Gesicht femininer konturiert. Grundsätzlich ja,
Andererseits auch wieder hier, ne? Ich kenne euer Gesicht nicht. Ich kann natürlich Tipps geben, was Gesichter softer aussehen lässt oder weicher aussehen lässt, femininer aussehen lässt, aber wie gesagt, ich kenne euer Gesicht nicht. Ich kann euch immer nur sagen, was bei mir funktioniert und was man vielleicht mitdenken kann, wenn man versucht, femininer auszusehen. Und das will ich gerne machen. Ne? Die Dinge, die sie zum Beispiel bei einer Facial Feminization Surgery oft machen, um Gesichter, die zu männlich aussehen, weiblicher wirken zu lassen, sind zum Beispiel, dass diese Neandertal-Höcker, die Menschen wie ich oft haben, ne, Männer oft haben, dass einfach so eine Wölbung der Stirn, das wird zum Beispiel als männlich gelesen. Das versuche ich mit meinem Make-up immer ein bisschen auszugleichen. Das stört mich nicht so wahnsinnig, aber ja, indem ich versuche, also im Profil könnt ihr es besser sehen, da, wo es nach vorne kommt, würde ich mir zum Beispiel, wo die Stirn höher ist, würde ich mir niemals ein Highlight draufpacken, sondern ich versuche mein Stirnhighlight, hier gehe ich hoch, weil ich die Nase verlängere und dann lege ich es quasi über die Wölbung der Augenbraue. Ne? Hier ist meine Neandertal-Stirn und mein Stirnhighlight lege ich quasi hier drüber, in dem Versuch, das ein bisschen auszugleichen, den Teil der Stirn durch Highlight ein bisschen hervorzuheben, während das hier nicht betont wird, sondern im Gegenteil, das schattiere ich mir hier vorne sogar ein bisschen an mit meiner Contour Shade oder mit meinem Lidschatten, den ich da benutze, um das ein bisschen zurücktreten zu lassen. Das macht es in meiner Wahrnehmung, macht meine Stirn ein bisschen femininer, ein bisschen ebenmäßiger, ein bisschen glatter. Der Trend geht ja nach wie vor dazu, dass wir harte, ne, Buccal Fat Removal quasi Wangenpartien haben, dass das hier super gesnatcht ist. Und auch wenn das irgendwie ein fashionable Look ist und irgendwie kantig aussieht, heißt das nicht unbedingt, dass uns das weiblicher macht. Das ist auch eine Sache, die ich für mich lernen musste in Drag. Ich habe immer versucht, möglichst gesnatcht und möglichst auszusehen, um dann festzustellen, ich sehe tatsächlich mit ein bisschen mehr Rundung, mit ein bisschen mehr Weichheit weiblicher aus, softer aus und in meinen Augen schöner aus. Also ja, do I wanna be a skinny supermodel? Yes. Spielt der Rest meines Gesichtes damit? No. So. Deswegen, wenn ich jetzt konturiere ich nicht mehr in diesen ganz harten Linien von hier bis hier durchgezogen und mit möglichst vielen Winkeln im Gesicht, denn die machen mich am Ende nicht softer, die machen mich härter. And that's not what I want most of the time. Also ja, ich präferiere tatsächlich dann eine Kontur, die vom Wangenknochen unter meinen natürlichen Wangenknochen rutscht, aber dann nicht viel weiter nach vorne geht, weil ich habe die Empfindung, wenn ich den Wangenknochen betone, dann hebt es mein Gesicht, streckt mein Gesicht. Wenn ich die Wange hier aber auch stehen lasse, gibt mir das eine Weichheit, gibt mir das einen feminineren Look, als wenn ich das hier komplett durchziehe. Wenn ich das durchziehe, werde ich härter. Ist so. Und genauso, ne, wenn ich hier jetzt noch ein bisschen Blush drauf machen würde, ohne dass es zu tief platziert ist, weil dann zieht es das wieder runter, das wollen wir auch nicht, habe ich das Gefühl, ich betone diesen Teil meines Gesichtes, ich betone dieses Bäckchen. Auch das gibt mir, finde ich, eine rundere, weichere Appearance. Wenn ich es ein bisschen softer haben will, hilft es mir, wenn ich mit den Rundungen arbeite und nicht nur mit den Winkeln, nicht nur mit den Kanten. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dasselbe gilt auch fürs Kinn. Auch da wieder Facial Feminization Surgery. Ganz, ganz oft wird ein relativ markantes, breites, kantiges Kinn, wie Männer wie ich, männlich geborene Menschen, das oft haben. Auch da wird oft dann abgeschliffen, ne? Werden die Seiten abgeschliffen, das wird der Kiefer hier an der Seite ein bisschen abgeschliffen, um das ganze Gesicht ein bisschen herzförmiger aussehen zu lassen, das Kinn ein bisschen spitzer zu machen. Ne? Ganz oft injizieren Leute ja auch gezielt Filler in die Kinnpartie, um das ein bisschen spitzer zu machen, um diesen herzförmigen Effekt mit gesculpteten Wangenknochen und einem spitzen Kinn ein bisschen zu unterstützen. Und das können wir natürlich auch mit Make-up machen. Ich habe es jetzt hier schon gemacht, habe mir hier ein Highlight draufgesetzt und den Teil hier eher versucht wegzukonturieren, softer zu konturieren. Auch da, ja, ich will gerne einen gesnatchten Kiefer haben mit einer harten Kontur, aber wenn ich mir den zu hart sculpte, wirkt auch das eher wieder ein bisschen männlich. Das sieht an ganz dünnen Menschen, Chloe Waldorf zum Beispiel, wahnsinnig toll aus. Ne? Die Alte hat eine Kieferstruktur, da möchte ich weinen, weil das so schön ist. An mir würde das einfach super kerlich aussehen. Deswegen versuche ich auch da immer ein bisschen zu schmeicheln. Ich versuche das zu konturieren. Gleichzeitig, ihr werdet mich immer mit ein bisschen Blush auf der Kinnlinie sehen. Ihr werdet immer ein bisschen Blush bei mir an der Stirn sehen, weil das für mich, also A, liebe ich Blush, B, ist es aber auch eine Möglichkeit, um meine harten Kanten, meine harten Linien ein bisschen zu soften. Ne? Also gerade wenn ich mir hier was doll konturiert habe, tupfe ich ein bisschen Blush drüber, muschelt sich das wieder mehr ein. Habe ich mir ein dolles, spitzes Kinn gemalt, habe ich es drunter doll konturiert, hier ein dolles Highlight draufgesetzt. Wenn ich hier und da ein bisschen Blush drüber tupfe,
muschelt sich das. Dann muschelt sich das ist natürlich kein scientific Ausdruck, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich da ein bisschen Blush drüber mache, wird es wieder weicher. So. Ne, wenn wir überall diese harten Linien jetzt einfach mal dolle Blush machen, es bleibt dieses gesculptete Gesicht und trotzdem haben wir ein bisschen gegen die harten Linien gearbeitet. Ich habe jetzt ein dolleres Blush genommen, um es deutlicher zu machen. In Reality, wenn das vor allem für Daytime wäre, würde ich auf jeden Fall einen softeren Ton benutzen, der näher an meinem Hautton ist. Mit einem soften Blush könnt ihr die Fläche zwischen einer harten Kontur und eurem Highlight so verbinden, dass es organischer aussieht, dass es echter aussieht, natürlicher aussieht. Guten Abend. So. Ihr Süßen, wir haben es geschafft zum Ende des Videos. Das finde ich fantastisch. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben jetzt gelernt, was Contouring ist, was der Unterschied ist zwischen Contouring und Bronzing zum Beispiel oder Sculpting. Und ne, ihr seht es hier an der Wange. Also das ist Contouring, eine aschige, kühle Geschichte unter den Wangenknochen zum Beispiel. Oder an Stellen, wo wir wollen, dass Dinge zurücktreten. Deswegen lasst euch bitte nicht von diesen reißerischen Überschriften von manchen Videos einreden, dass ihr eure Kontur euer Leben lang falsch gemacht habt, weil ihr die nicht oben auf den Wangenknochen getupft habt. Wenn wir diesen grauen Schatten hier oben auf den Wangenknochen tupfen würden, würden wir echt bekloppt aussehen. Sorry. Wenn wir das mit einem warmen Contour-Bronzer machen, damit kann man das natürlich machen, weil die ein bisschen Wärme mit haben. Aber wenn wir jetzt wirklich von Contouring reden, also von grau, aschig, Schatten, die wir uns auf die High Points unserer Gesichter malen, sehen wir komplett gestört aus. Wenn ihr das wollt, good for you, aber das ist nicht das Ziel. So. Wir haben gelernt, dass es scheißegal ist, was andere euch erzählen, wie ihr auszusehen habt, dass ihr persönlich vorm Spiegel gucken sollt, wie möchte ich aussehen. Ne? Also ja, guckt gerne nach Konturtipps für eure Gesichtsform. Guckt gerne bei anderen Leuten, was die empfehlen für eine Gesichtsform wie eure und probiert es dann aus. Aber ich empfehle immer, egal was andere Leute sagen, setzt euch selber vor den Spiegel und geht Schritt für Schritt durch euer Gesicht und guckt, mag ich meine Stirn so groß, wie sie ist, möchte ich sie kleiner? Mag ich meine Wangenknochen, mag ich meine Nase, möchte ich sie kleiner? Und wenn ja, wie mache ich das? Wie ihr das macht, habe ich euch erklärt. Greift euch die richtigen Produkte, probiert euch aus. Also there's no shame in making mistakes. Nur aus Fehlern lernen wir, nur aus dem Scheitern kapieren wir, was noch zu verbessern ist. Insofern, ne, es ist für mich nie Scheitern, sondern nur eine Lektion, was ich beim nächsten Mal anders machen sollte, wenn ich ein anderes Ergebnis möchte. So, that's all. Wir haben außerdem gelernt, wo Contouring herkommt, wer das popularisiert hat. Wir haben von Kevin Aucoin erfahren, diese Bücher waren, ne, das war YouTube before YouTube. Wir hatten kein YouTube, was wir einfach mal anschalten konnten, um zu lernen, wie man konturiert oder wie man das Gesicht ein bisschen femininer aussehen lässt und so. Diese Bücher waren der einzige Weg für mich als Teenager, meine Liebe zu Make-up, meine Liebe zur Transformation und mein Bedürfnis danach, mein Äußeres meinem Inneren ein bisschen anzupassen, dem ein bisschen näher zu kommen. Weil in Frauenzeitschriften, die Make-up-Tipps in den Frauenzeitschriften damals, die haben mir in meinem Körper nicht so wirklich viel geholfen. Und die kratzen ja auch immer nur an der Oberfläche und haben ganz oft auch nur versucht, Produkte zu verkaufen. Also ja, diese Bücher sind Gold wert, haben für Menschen wie mich wahnsinnig viel getan und die gibt es auch immer noch zu kaufen. Wahrscheinlich kriegt ihr die jetzt eher Secondhand, aber auch das, finde ich, hat einen großen Charme. Das ist ein weiteres Buch, das ich euch ans Herz legen möchte, wenn euch das ein bisschen interessiert. Das ist von François Nars. Tatsächlich, ihr kennt Nars Cosmetics sehr wahrscheinlich. Das ist der Mensch, der dahinter steht. Der war erst Make-up-Artist, bevor er Produktentwickler geworden ist und seine eigene Make-up-Linie gegründet hat. Und er hat, so will es die Legende, weil er seine ersten eigenen Produkte auf den Markt bringen wollte und keine Fotografen gefunden hatte, keine FotografInnen gefunden hat, die ihm das für wenig Geld fotografieren wollten, hat er quasi selber Fotografie gelernt. Ich glaube, die Geschichte stimmt nicht, aber hey. Und hat dieses wunderbare Buch rausgebracht, wo hunderte wunderbare Fotos drin sind von ganz, ganz tollen Menschen. Hier Alanis Morissette, die super geile Make-ups im Gesicht haben, toll aussehen. Joey Arias, der hat sich übrigens selber geschminkt, hat er mir erzählt für das Buch. Grace Jones ist drin, Kylie Minogue ist drin, Jocelyn Wildenstein ist drin, Naomi ist drin. Ganz viele wunderschöne Fotos, tolle Make-ups. Und ich habe Stunden mit diesen Büchern zugebracht. Und ne, habe in diese Make-ups reingeguckt, in diese Fotos reingeschaut und habe mir überlegt, wie hat er diesen Eyeliner gezogen, was für ein Produkt hat er benutzt. Also ja, es war wahnsinnig inspirierend für mich, wahnsinnig prägend, denn wir hatten kein YouTube. Wir hatten keine InfluencerInnen, die uns erzählt haben, wie Contouring funktioniert. Wir mussten uns das wirklich kleinteiligst, ich hatte keine Drag-Mutter, wir mussten uns das kleinteiligst irgendwo zusammenklauben, dieses Knowledge.
und bin diesen Büchern sehr dankbar. Ich packe die Namen, die Titel in die Description Box, dann könnt ihr euch die nachbestellen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ja, ich musste das teilen, denn für uns war das sehr, sehr wichtig damals. So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht zu liken, zu kommentieren und zu teilen vielleicht. Subscribe to my fucking channel. Ich mache das sehr, sehr gerne für euch, aber ich möchte natürlich auch, dass der Kanal weiter wächst, dass hier mehr Leute kommen und zugucken und so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für euch hilfreich war, was ihr vielleicht für Erfahrungen mit Konturieren habt, was für Fragen ihr vielleicht noch habt. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was für Sachen ihr gerne im nächsten Video sehen wollen würdet, wie wir diese 101-Serie fortführen wollen. Was ist das nächste Ding? Wollt ihr Lippen, wollt ihr Augen, wollt ihr Smoky Eye, wollt ihr eingelegte Augen, wollt ihr Lashes, Highlighten? Was ist der nächste Step von Make-up, der euch Rätsel aufgibt, den ihr gerne erklärt haben möchtet? Könnt mir gerne auch schreiben, wenn euch Sachen nicht so gut gefallen haben, was ich allerdings nicht dulden werde nach wie vor. Es sind intolerante Kommentare, Hasskommentare, queerphober Dreck, frauenfeindlicher Dreck, ausländerfeindlicher Dreck. All dieser Scheiß wird hier nicht geduldet. Ich bin keine Tageszeitung. Ich muss nicht verschiedene Meinungen abbilden. Das ist mein Kanal, hier gelten meine Regeln. I do make the fucking rules und wenn euch das nicht passt, habt ihr hier wirklich nichts verloren. This is not a safe space for intolerant people. So, an dieser Stelle sei das gesagt und damit guten Abend. Ich wünsche ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Schnerz.